Du willst ein wahrer Verkaufsexperte werden, außerdem möchtest du wissen, wo du was am besten verkaufen solltest, dann schau auf jeden Fall dieses Video hier. Der Grund für dieses Video ist eigentlich ganz einfach, und zwar wird einfach im Livestream am öftesten gefragt, was ist dies und jenes wert? Wie verkaufe ich F-Coins? Wie kaufe ich F-Coins? Wie funktioniert das alles? Wo finde ich dies und jenes? Wo soll ich Shops durchgucken, wenn ich danach suche? Und so weiter und so weiter. Also einfach sehr viele Fragen zu dem Thema, die gestellt werden. Und ich hoffe, mit diesem Video ein paar wieder mal beantworten zu können. Außerdem gibt es am Ende bzw. in den Kommentaren verlinkt noch eine Tabelle, die euch dabei hilft, zum Beispiel den F-Coin-Preis zu bestimmen, beziehungsweise müsst ihr den F-Coin-Preis herausfinden. Darauf gehen wir am Ende des Videos noch ein. Und dann könnt ihr Preise von zumindest ein Items aus dem Cash-Shop bestimmen und wisst dann genau, wann sind die günstig, wann sind sie genauso viel wert, wie sie sein sollten und wann sind sie zu teuer. Also eine Hilfestellung fürs Kaufen. Jetzt erstmal gucken wir uns aber an, wo findet ihr, was ihr sucht, wo sollt ihr euren eigenen Shop aufmachen und wie könnt ihr die Preise von gewissen Items bestimmen. Fangen wir an mit Flares. Welche Items findet ihr in Flares? Das heißt auch, welche Items solltet ihr selber in Flares verkaufen, wenn ihr Items verkaufen wollt. Das ist relativ simpel. Hier gibt es vor allem am Anfang von Flares, in Ostflares, wenn ihr euch mit einem Blinkwing auf Flares nach Flares teleportiert, findet ihr vor allem Kartenshops. Das ist eigentlich auch der Ort, wo ihr die meisten oder auch die eigentlich einzigen wirklichen designierten Kartenshops findet. Es gibt hier und da vielleicht vereinzelt welche auch woanders, aber hier stehen eigentlich immer Leute, die Karten verkaufen. Oftmals findet man hier zum Beispiel Lightning und Volcano 7% Karten, aber auch 4 und 3% Karten, also alles, was das Kartenherz begehrt. Ein weiterer Haupthandelspunkt in Flares sind hier die Pet-Shops. Also man sieht schon, wenn man von Ostflares nach Zentralflares läuft, ist hier alles voller Pet-Shops, natürlich auch alles, was zum Pet dazugehört, also nicht nur die direkten Pets, sondern natürlich auch Pet-Candy und natürlich Berries, also all diese Dinge und Eggs natürlich auch, hängen ja mit den Pets zusammen und in Flares werden zu, ich würde fast schätzen, 99% eigentlich alle Pets-Sachen verkauft. Hier und da findet man natürlich vereinzelt auch Sachen in anderen Städten, aber es ist wirklich fast alles in Flares. Ich denke mal, das, was man hier gerade sieht, ist relativ aussagekräftig zu dem Thema. Und ja, hier findet ihr alles, was das Pet-Herz begehrt. In der Mitte von Flares sind dann manchmal so ein bisschen random Shops, also da kann man so alles Mögliche finden, aber das sind wirklich nur sehr wenige. Also man sieht hier so links ein bisschen Equipment-Sachen, dann hier wären jetzt theoretisch Event-Shops, aber jetzt gerade läuft kein Event, weil hier meistens die Event-NPCs stehen. Also hier zum Beispiel noch diese Orphanage Keeper und ja, hier würden jetzt Event-NPCs stehen, wo man halt irgendwelche Event-Items dann kaufen kann. Hier zum Beispiel noch Ladders, aber das Ladder-Event ist leider vorbei, deswegen sind die jetzt wertlos, aber genau sowas halt. Dann auch hier wieder ein bisschen Random Shops, so alles mögliche Equipment, so ein bisschen durcheinander. Und was es dann hier noch gibt, ist wieder eine relativ große Ansammlung von Shops, die mehr oder weniger alle ähnliche oder gleiche Waren anbieten. Hier ist so die Upgrade-Sektion. Hier findet man Protects, Materialien, cleane Sachen zum Upgraden, Upgrade-Materialien wie auch Waffen zum Craften und so weiter und so fort. Also alles, was irgendwie mit Crafting, Items erstellen oder Items upgraden zu tun hat. Das findet man alles vor den Schmieden in Flares und das ist eigentlich auch die größte Upgrade-Sektion. Das gleiche gibt es dann nochmal in Darkon, ist ein bisschen kleiner als Flares. Flares ist immer das größte eigentlich, was das angeht, was Upgrades angeht. Aber in Darkon gibt es auch nochmal eine etwas kleinere Version hiervon. Halten wir also fest, in Flares gibt es vor allem Karten, Pets und Upgrade-Materialien und eben alles, was zu diesen drei Kategorien noch dazugehört. Plus ein bisschen random Sachen wie Cash-Shop-Sachen und Equipment. Aber für diese Sachen solltet ihr eher woanders hingehen. Die nächste Sektion ist auch sehr interessant, für viele wahrscheinlich, und zwar Saint Morning. Saint Morning hat mit Abstand die wenigsten Shops, da Saint Morning das Stigma des Low-Levels über sich trägt. Das bedeutet so viel wie, in Saint Morning gibt es halt größtenteils Sachen für maximal Level 60, meistens unter Level 60, also das hier ist so ein klassisches Paradebeispiel. Ein paar Level 60er Sachen, gut, hier ausnahmsweise mal was mit 75, aber größtenteils eigentlich unter 60 und auch schmuckmäßig, Low-Level-Schmuck findet man. Bisschen Cash-Shop-Sachen, hier alles voller 45er Waffen und Rüstungen und so weiter. Also man sieht schon, hier geht man vor allem dann hin, sowie, also für Low-Level-Equipment, kaufen sowie verkaufen. Also hier willst du kaufen und verkaufen von Low-Level-Sachen. Das heißt, alle Anfänger wollen eigentlich hier probieren, ihre Shops aufzumachen und auch ihre Items selber zu kaufen. Weil in Flares wirst du höchstwahrscheinlich niemanden finden, der jetzt großartig Level 15 bis 45er Equipment verkauft. Genauso wenig wie in Darkon und auch was so Low-Level-Schmuck und solche Sachen angeht, das wirst du halt in anderen Städten eigentlich
nahezu nicht finden, aber in Saint Morning gibt es das eben schon. Dafür sind hier die Shops halt verhältnismäßig wenige, weil mit so Low-Level-Equipment macht man jetzt grundsätzlich auch nicht sehr viel Geld und davon gibt es auch nicht so ultra viel, weil du musst ja auch tatsächlich im Low-Level farmen und grinden, um tatsächlich Low-Level-Equipment zu droppen und die meisten Leute sind halt nicht mehr im Low-Level und deswegen ist hier halt das Angebot begrenzt, aber dafür hat man es auch relativ schnell durchgeschaut und man findet meistens trotzdem auch das, was man sucht. Saint Morning kann man also zusammenfassen, hauptsächlich für Equipment und zwar im Low-Level-Bereich. Und dann kommen wir schon zur Haupthandelsstadt, also hier sollten in der Regel die meisten Shops sein und zwar Darkon. Und was man hier vor allem am meisten antrifft, sind tatsächlich Items aus dem Cash-Shop. Das bedeutet nicht nur CS-Kleidung, wie jetzt hier zum Beispiel Snowman Gloves, die er sogar verkauft hat, sondern wirklich alles. Ja, also hier vor allem stehen auch sehr viele Reseller meistens, die Sachen aus dem Cash-Shop verkaufen. Also hier sieht man es zum Beispiel Amplis, Element Change, Party Scrolls, Upgrade-Items sieht man hier manchmal, die sind aber eher bei den Schmieden, da schauen wir gleich noch hin. Hier zum Beispiel ein voller Fashion Store wäre jetzt in dem Fall CS-Pads, CS-Fluggeräte, Level-Downs, Power-Ups, alles mögliche aus dem Cash-Up Store, wie gesagt. Also hier wird man in der Regel fündig, wenn man irgendwas sucht, was es normalerweise für F-Coin gibt. Aber auch extrem viel Equipment. Also Darkon ist eigentlich am buntesten gemischt. Lediglich die Spezialsektionen in Flaris, die wir uns schon angeguckt haben, die sind hier, wie gesagt, weniger bis gar nicht vertreten. Aber was Equipment und wie gesagt alles aus dem aus dem Cash-Up angeht, wie zum Beispiel Power-Ups und so weiter, das findet ihr in der Regel hier in Darkon. Also man sieht schon sehr viel Equipment, Guardian-Waffen, G-Knuckle, Sets plus 10, wollen Sachen kaufen, High-Level-Equipment, auch Mid-Level-Equipment, Low-Level-Equipment, Quest-Items, Cash-Up-Fashion. Pets sieht man hier tatsächlich vom Pet-Tamer so gut wie gar nichts. Das ist, glaube ich, 2 Pet-Stores scheinen hier gerade zu sein. Ja, also so gut wie nichts. Wie gesagt, dafür geht man lieber nach Flaris. Dann hier Random-Sachen, Valentine-Weapons gibt es hier, CS-Items und dann kommen wir hier eben zu den Schmieden, zur Schmiedesektion und hier sieht man so ein bisschen das Spiegelbild von Flaris. Nur ist es meistens tatsächlich so, in Darkon werden eher Materialien verkauft und vor allem Protects. In Flaris werden halt vor allem noch die ganzen Upgrade-Materialien, wie zum Beispiel die cleanen Waffen, die man zum Waffencrafting benötigt und so, die werden in Darkon in der Regel gar nicht verkauft und Flaris ist da ein bisschen mehr gemischt. Also man kann im Endeffekt sagen, in Darkon gibt es vielleicht mehr Protects, und in Flaris gibt es mehr die blanken Materialien sozusagen. Aber mehr oder weniger bieten sie beide das Gleiche an. Ich würde sagen, Flaris überwiegt meistens ein bisschen mit der Auswahl. Aber das ist jetzt auch nicht immer schwarz und weiß. Also da kann man auch mal sagen, manchmal ist es hier ein bisschen mehr, manchmal ist es da ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, Darkon legt hier mehr Fokus auf die Materialien und die Product. Und Flaris eben mehr auf so alles im Endeffekt. Und jetzt wird es eben Zeit für dieses Tool hier. Das ist eigentlich ein extrem einfaches Tool. Ich hatte selber schon mal überlegt, mir das selber zu basteln, aber ehrlich gesagt war ich einfach zu faul und ganz ehrlich, ich schaue auch zu selten Shops durch und kaufe viel zu wenige verschiedene Items, dass sich das für mich gelohnt hat. Also meistens suche ich halt ein bestimmtes Item und dann rechne ich es mir meistens einfach kurz aus und dann weiß ich in dem Moment, was es wert ist und dann suche ich meistens 2 Wochen nicht mehr danach und dann muss es wieder neu berechnen. Da war ich immer ein bisschen zu faul für. Aber was das hier im Endeffekt ist, das ist ein ganz simpler F-Coin-Kalkulator sozusagen, ein F-Coin-Rechner, der euch genau ausrechnet für verschiedene Items, was darf dieses Item oder was sollte dieses Item kosten, was darf es maximal kosten und wann ist es ein Schnapper. Also wann soll ich es definitiv kaufen, eigentlich auch, wenn ich es nicht unbedingt haben will, weil es einfach günstig ist. Hierfür braucht ihr mehrere Dinge. Also erstmal danke an Buxdot, der das Ganze hier bereitgestellt hat. Der hat das für sich selbst gebaut und mir zur Verfügung gestellt, um es im Video zu zeigen. Und im Endeffekt ist das Einzige, was ihr wirklich braucht, das hier oben, das gelbe Feld, das einzige farbige Feld, und zwar den F-Coin-Kurs in Millionen pro 1000 F-Coin. Das ist ja so dieser Standardwert. Jeder schaut, kaufe, verkaufe F-Coin, will ja immer wissen, was zahlt man für 1000 F-Coin. Das ist so die Standardgröße. Das kann man dann runterrechnen auf 100, auf 10, 50, 5000, whatever. Aber standardmäßig sagt man es immer in Tausender-Schritten oder pro 1000 halt. Und momentan ist das ein bisschen schwierig tatsächlich. Also momentan ist es eine sehr schwierige Phase. Wir hatten jetzt erst ein Update am Donnerstag. Das hat ein bisschen Wallungen reingebracht in die ganze Situation. Also die F-Coin-Preise sind momentan extrem instabil. Es werden F-Coins verkauft zwischen 120 und 140 Millionen. Also meistens kann man ziemlich genau sagen, okay, F-Coins sollten wirklich maximal so und so viel kosten. Momentan ist das echt schwer zu sagen,
Weil hier siehst du jemanden, der es für 120 verkauft, die nächsten 10 Minuten 130 und dann plötzlich will wieder alle 140. Also es ist, wie gesagt, momentan ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, wenn ihr da denkt, okay, das müsste so ziemlich genau passen, das ist der Preis, das sehe ich am öftesten. Also wenn man zum Beispiel jetzt den ganzen Tag online ist und man sieht die ganze Zeit 130, dann denkt man sich, okay, 130 wird wohl so der ungefähre Normalpreis sein. Dann gibt man hier 130 ein. In unserem Beispiel machen wir jetzt einfach nur 125, weil ich es schon eingegeben habe. Und dann haben wir hier 1:1, bedeutet quasi, das alles hier, zum Beispiel hier Weapon Bonus 12,5 Millionen, Upcut Stone 3,75 Millionen, Amplification 12,5 Millionen. Dann weiß ich einfach, anhand dessen, wie viel F-Coins das Item eben kostet, was hier das normalerweise kosten sollte. Das heißt, wenn ich eine Ampli jetzt sehe für 12,5, weiß ich, okay, das ist jetzt nicht günstig, es ist aber auch nicht teuer. Also wenn ich eine bräuchte, könnte ich die für 12,5 kaufen. Wenn ich jetzt aber sage, naja, ich suche jetzt aber nicht unbedingt nach dem Normalpreis, sondern ich will eher einen Schnapper machen und ich sehe dann eine Ampli für 11,25, dann weiß ich, oh, das sind sogar 10% weniger. Okay, da sollte ich eigentlich schon zuschlagen, selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ampli brauche. Ich könnte sie entweder weiterverkaufen oder halt für später aufheben, wenn ich sie brauche. Auf jeden Fall ist das jetzt gerade günstig. Und andererseits kann man sagen, ich habe keine Zeit, ewig lang nach F-Coin zu suchen. Ich will das jetzt einfach haben und dann kann man sich selber ein Limit setzen. Also wir haben jetzt hier ein Limit von 10%. Ja, man könnte natürlich theoretisch auch 20 machen. Im Endeffekt, was ihr ändern müsst, ist einfach nur hier mal 1,1 oder mal 1,2. Genauso wie bei den Schnappern. Ihr könnt ja auch einfach mal, also ich habe mal 0,9 gemacht, ihr könnt auch einfach mal 0,8 machen, dann wären es 20% weniger. Kann man natürlich individuell setzen. Aber ich denke mal 10% plus minus ist realistisch, weil das ist einfach so Realität. Also ich meine 20% weniger ist schon sehr selten. Das wird man nur bei Items finden, die halt auch kein Mensch braucht, so ungefähr. Also Sachen, die es nur im Cash-Shop gibt, aber die eigentlich keiner wirklich haben will, so Effekte oder sowas, die findest du vielleicht für 20 oder vielleicht sogar für 30% weniger, aber halt auch, wie gesagt, nur aus dem Grund, weil sie eh keiner will. Und beim Aufschlag ist es halt so, naja, manche Items wie Party-Scrolls oder so, die findet man meistens nur wirklich sehr teuer. Und wenn man einfach jetzt sagt, ich brauche das jetzt und ich habe jetzt keine Lust, eine Stunde lang rumzuschauten und zu suchen, dann kann man halt sich selber ein Limit festlegen, was ich maximal zahlen würde. Und dann hat man es halt direkt ausgerechnet, da muss man nicht selber immer rumrechnen und hat das einfach parat. Und wir haben jetzt in dieser Liste eben so die häufigsten Items, also vor allem Power-Ups sind drinnen. Und hier oben halt die Protects und Amplification, so die Standard-Items. Und ganz neu dazugekommen sind jetzt hier noch die NPCs. Hat man auch hier die Preise dabei. Die sind ganz krumme Zahlen, ganz schreckliche Zahlen, muss man sagen. Das NPC 7 Tage, 15 Tage ist quasi der Personal NPC und der Guild NPC hier noch dabei. Und da weiß man eben auch, was das hier maximal kosten, was es kosten sollte, was günstig wäre und was das Maximale wäre, was man selber zahlen wollen würde. Man kann das Ganze natürlich erweitern. Hier sind jetzt nicht alle Items aus dem Cash-Shop drin. Ich weiß nicht, wie viele Items im Cash-Shop sind. Momentan wahrscheinlich mehrere hundert. Also hier sind jetzt wirklich nur diese Basic-Items drin. Die Liste kann man dann individuell erweitern oder verändern, wenn man das will. Und ja, ich finde das aber eine ganz coole Hilfestellung, vor allem für Leute, die halt immer wieder unsicher sind und so. Also ich denke, damit kann man einfach sich ein besseres Gefühl auch entwickeln. Also grundsätzlich auch einfach, wenn man so sieht, ich meine, Upcut Stone weiß jetzt halt nicht jeder auch auswendig, was der kosten soll, weil es halt zum Beispiel eine komische Rechnung ist, weil Upcut Stones kosten ja zum Beispiel, genau, 10 Stück kosten 300 und dann geteilt durch 10 hast du halt den Preis von einem. Also ist auch immer so blöd zu rechnen einfach und keiner hat ja Bock, die ganze Zeit mit dem Taschenrechner beim Flive-Zocken zu sitzen und mit so einer Liste rechnet das halt einfach alles automatisch aus. Und das ist halt einfach echt angenehm. Genau, wenn man es dann einmal vorbereitet hat, wie Waxdot das jetzt in dem Fall eben für uns gemacht hat. Und wenn ihr, wie gesagt, weitere Items hinzufügen wollt, dann müsst ihr das in dem Fall dann selber machen. Dafür braucht ihr im Endeffekt, wie gesagt, nur den F-Coin-Kurs zu wissen und den kann man normalerweise aus der Shoutbox auslesen. Wenn keiner shouten sollte, verkaufe F-Coins zu Preis XY. Also ich habe gerade einen Shout gesehen, wo zum Beispiel nur stand, verkaufe F-Coins. Hier zum Beispiel, dann könnt ihr die Person auch einfach anschreiben, was er möchte. Kann dann manchmal zu blöden Situationen führen, wenn der nicht sagt, was er will und dann sagt man selber, ja, okay, ich weiß auch nicht, was das kosten soll und so. Ja, das ist dann natürlich nicht so hilfreich, sage ich mal. Aber wenn man die Shoutbox ein bisschen beobachtet und hier und da vielleicht einmal nachfragt, dann kann man sich, wie gesagt, ein ziemlich konkretes Bild davon machen, was die Items eben kosten sollten. Das funktioniert jetzt aber natürlich nur mit Premium-Gegenständen, also Items, die man auch tatsächlich für F-Coins kaufen kann. Mit Items, die man nicht für F-Coins kaufen kann, also Equipment zum Beispiel oder auch Pets, da funktioniert das Ganze natürlich leider nicht so gut. Bei Equipment und eben Pets, also Items, die es nicht im Cash-Shop gibt, sondern die man selber craften muss oder so, da hat man mehrere Anhaltspunkte. Also wenn ihr nach was Bestimmten sucht, was jetzt auch vielleicht nicht das seltenste auf dem Markt ist, also ich weiß jetzt kein konkretes Beispiel, aber irgendein Set, das zum Beispiel kaum jemand trägt, also wird ein Shorin-Set plus 10 mit 28% ATK zum Beispiel, ja, ich sage es euch jetzt schon, das existiert nicht. Es gibt
höchstwahrscheinlich kein Shorin-Set mit 10 plus 10 mit 28% ATK. Einfach weil das halt sowas wäre, das ist halt zu selten. Aber wenn jetzt sowas Klassisches ist, so hier Comet-Set plus 6, 3 von 3 Sofortkauf, 200 Mio. Ja, das ist jetzt so ein Klassiker, wo man sagen kann, okay, das will ich haben, das ist nicht selten. Es gibt sehr viele Comet-Sets und sehr viele Leute wollen ein Comet-Set. Und dann weiß ich jetzt, okay, der will ich jetzt zum Beispiel für 3 Sockel plus 6 200 Mio. Ich persönlich würde sagen, das ist relativ teuer. Also ich würde sagen, ich meine, es ist ja auch Sofortkauf, muss man dazu sagen. Also ich würde jetzt hier eher 100 Mio anpeilen, vielleicht ein bisschen mehr als 100 Mio, aber nicht sehr viel mehr. Und dann muss man halt entweder verhandeln oder man merkt sich halt, okay, der will 200 Mio, das kann man sich dann auch aufschreiben, gegebenenfalls direkt mit dem Namen dazu. Und dann guckt man halt weiter und dann findet man vielleicht noch ein Comet-Set, das ähnlich ist, im ähnlichen Ding. Und da muss man halt sich ein bisschen so ein Preisbild entwickeln. Also wenn man wirklich die genauen Preise von Equipment sich rausfiltern will, dann muss man halt tatsächlich auch aktiv da ein bisschen Nachforschungen anstellen. Random Leute fragen ist natürlich auch immer so eine Sache, die man machen kann. Und das erlebe ich tagtäglich, weil mich jeden Tag mindestens 50 Leute nach irgendwas fragen, was es kostet. Aber es ist halt wirklich schwer zu sagen. Also ich meine, du kannst halt immer ein ungefähres Gefühl dafür haben. Man entwickelt auch, wie gesagt, ein ungefähres Gefühl, wenn man eben Shops durchguckt, wenn man sich Equipments anguckt, wenn man den Shop beobachtet, dann entwickelt man immer wieder einen Preis dafür, weil viele Leute auch wirklich Current Offers oder Sofortkaufe dazu schreiben. Also Sofortkäufe im Sinne von, ja, ich verkaufe das Item für 500 Mio. Sofortkauf heißt aber meistens, das ist relativ teuer, also das ist eher teuer, weil die Person würde es dann ohne Wenn und Aber sofort abgeben. Und natürlich, wenn derjenige es sofort verkaufen würde, ohne überhaupt verhandeln zu wollen, kann man sich ja vorstellen, na gut, okay, das ist dann wahrscheinlich eher teuer, weil alle anderen wollen wahrscheinlich weniger zahlen, weil sonst hätte es ja schon längst jemand gekauft. So kann man sich das ungefähr denken. Und ja, bei den Pets ist es das Gleiche. Am besten macht man es halt so, man geht halt quasi die ganzen Pet-Shops einmal durch und alle Pets, die irgendwie in der Nähe von dem sind, was man selber sucht, die schreibt man sich auf mit den Kosten. Bei Pets ist vielleicht noch interessant zu sagen, naja, da spielen auch die Level eine Rolle. Also zum Beispiel 1, 2, 3, 4 ist teurer als 1, 2, 3, 3, 3, 3, obwohl das 1, 2, 3, 3, 3 das in Anführungszeichen höhere, bessere Pets sein sollte. Aber die Level spielen da manchmal eine Rolle, nicht nur die totalen Werte. Deswegen wäre es da noch wichtig, dass man sich die Level anguckt. Und ja, ist auf jeden Fall eine Dynamik, die man selber für sich finden muss. Wie gesagt, Shops durchgucken, Shouts angucken und sich da einfach ein bisschen informieren. Wenn man denn, wie gesagt, vorsichtig sein will, dass man nicht zu viel zahlt. Man sollte jetzt aber auch nicht zu viel Angst haben, bin ich persönlich der Meinung, weil wenn man zu viel Zeit damit verbringt, wir haben jetzt hier noch ein perfektes Beispiel, Comet-Set, Sofortkauf 250, wir hatten ja gerade 1 plus... okay, das ist tatsächlich ganz interessant. Wir hatten gerade 1 plus 6 mit 3 Sockeln, 12% ATK, hier ist jetzt 1 plus 5 mit 4 Sockeln, 16% ATK. Also ich würde sagen, das Set ist besser oder mehr wert, weil es 4 Sockel hat. Und 4 Sockel sind relativ schwierig, relativ teuer, wohingegen plus 5 und plus 6 nahezu keinen Unterschied macht für einen 1v1 Mercenary. Das heißt, das hier wäre jetzt das perfekte Beispiel, wo ich sagen würde, okay, hier würde ich auf jeden Fall 200 anbieten. Also hier würde ich sagen, hey, 200 würde ich auf jeden Fall zahlen. Und wenn er sagt, nee, ich verkaufe es nur für 250, dann muss man sich halt auch wieder überlegen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall muss man das eben so machen und guckt sich das alles an. Und dann hat man halt auch verschiedene Angebote in der Regel. Wie gesagt, vor allem bei so beliebteren Sachen wie Comet-Set. Und da muss man halt für sich selber entscheiden, was ist für mich das beste Angebot. Meistens halt das mit den höchsten Upgrades zum niedrigsten Preis sozusagen. Und das ist im Endeffekt das gesamte Geheimnis. Ist jetzt wahrscheinlich keine weltbewegende, bahnbrechende News für euch, ja, dass es jetzt kein Geheimnis oder so gibt, wie man Equipmentpreise ermitteln kann. Aber so langweilig oder so ist es einfach. Ja. Man muss einfach gucken, verhandeln, schauen, Angebote reinholen und so weiter. Und wenn man das nicht machen will, dann muss man damit leben, dass man dann eventuell hier und da auch mal ein bisschen zu viel gezahlt hat. Aber wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel dringend was sucht und man findet es einfach nicht und dann findet man es endlich und derjenige will aber relativ viel Geld dafür, dann muss man immer für sich selbst entscheiden, okay, lohnt sich das jetzt für mich, wenn ich hier weiß, ich zahle 20% zu viel eigentlich, aber dafür muss ich jetzt nicht mehr 3 Tage danach suchen, weil ich meine, man muss ja auch berechnen, okay, wenn ich jetzt jeden Tag 2 Stunden auf der Suche nach etwas bin und finde es einfach nicht, das ist ja auch irgendwo, Zeit ist Geld und das ist ja auch irgendwo Geld, das für mich flöten geht, wenn ich weiß, okay, ich habe hier so und so viel Zeit aufgewendet, habe es nicht gefunden, komplette Zeitverschwendung in der Zeit, hätte ich leveln können, Geld verdienen können, habe aber nichts davon gemacht, das tut ja dann auch weh. Also auch da muss man dann irgendwann abwägen, wie viel Zeit ist es mir wert, wirklich was Günstiges zu finden, oder akzeptiere ich das? Ich weiß, es gibt nichts anderes auf dem Markt, der ist der Einzige, der es verkauft, der will relativ viel Geld.
Aber so ist es halt. Wenn der Einzige, der es anbietet, weiß, dass er der Einzige ist, der es anbietet, dann kann der doch mehr Geld verlangen und dann ist das auch irgendwo ein bisschen legitim, solange es jetzt nicht absoluter Wucher ist. Ja, also ich will jetzt natürlich keine Reseller unterstützen und auch keine absoluten Wucherpreise unterstützen, aber hier und da mag es tatsächlich mal die sinnvollere Lösung tatsächlich sein, das eher teurere zu kaufen, weil man weiß, man findet nichts anderes. Ja, ich hoffe, das Video hat euch etwas Einblick verschafft in die Welt des Handelns, Verkaufens, Kaufens. Zumindest wisst ihr jetzt, wo ihr eure Shops am besten aufmachen solltet, beziehungsweise wo ihr welche Shops findet. Und wie gesagt, ich hoffe, dieser F-Coin-Rechner, diese Tabelle, die ihr selbstständig jederzeit erweitern könnt um Items, die euch interessieren, die wird euch dabei helfen. Und ich finde es einfach ein cooles Tool, weil ich denke, mal Premium-Items, wie gesagt, vor allem Power-Ups und lauter solche Sachen, das sind ja doch wirklich gefühlt 50% der Items, die überhaupt verkauft werden im Spiel. Also sehr, sehr viel davon wird verkauft. Und entsprechend, denke ich mal, wird es vielen Leuten schon weiterhelfen. Oder zumindest ist es ein Anreiz, euch vielleicht selber so ein Tool zu kreieren, ein anderes Tool zu kreieren, wo ihr selber mitarbeiten könnt. Damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hellofresh.de/hellospielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei 2 Personen mit 2 Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert.